man sollte die Dinge wirklich anpacken, weil irgendwann holt es einen ein, also nichts auf die lange Bank schieben. Das ist das, was ich wahrscheinlich auch erst in der Ausbildung, über das Studium und halt dann auf der Arbeit auch ein bisschen gelernt habe. Deshalb passt das eigentlich fürs 14-jährige Ich. Und was ganz wichtig ist, dass man immer ehrlich ist. Dass man immer authentisch wirkt, dass man nicht versucht, irgendwie sich eine Maske aufzusetzen, sondern dass man ehrlich kommunizieren kann, dass man ehrlich den Leuten gegenübertreten kann und auch ehrlich seine Meinung vertreten kann. Und die natürlich auch begründen kann. Also da sollte man schon dran arbeiten, weil ehrlich währt immer noch am längsten. Mein Name ist Christian Rieke und ich bin technischer Projektleiter für Sonderfahrzeuge im Bereich der Hubrettung. Sagen wir so, wenn wir in eine Grundschulklasse gehen und den Kindern die Aufgabe geben, sie sollen ein Feuerwehrfahrzeug malen, dann werden wahrscheinlich mindestens 70% der Kinder eine Drehleiter fahren. Ich darf sie nicht nur malen, ich darf sie bauen. Das ist schon mal per se der erste Grund, warum es eigentlich schon mal ziemlich Spaß macht. Dazu kommt, dass ich ehrenamtlich im Feuerwehrbereich sowieso tätig bin. Das heißt, ich habe irgendwo diese ehrenamtliche Tätigkeit mit meiner beruflichen Tätigkeit verbinden können. Und der dritte Punkt ist halt, dass es von der konstruktiven Seite eigentlich nie langweilig wird. Also man hat immer wieder was Neues, gerade die Kombination von neuen Techniken, von neuen Entwicklungen miteinander, das ist immer wieder interessant, jeden Tag aufs Neue, was man eigentlich schaffen kann, wenn man zusammenarbeitet. Einschränkungen können sein, dass man eventuell auch Sachen umsetzen muss, die man selber nicht so umgesetzt hätte. Das heißt, das bringt einfach der Alltag mit sich, dass man halt auch mal, dass andere Leute Entscheidungen treffen, die man dann umsetzt. Das ist mit Sicherheit eine Einschränkung. Aber die ist eigentlich nicht so gravierend, weil es halt im Dialog passiert. Und man sollte halt darauf gefasst sein, dass man eventuell auch ein bisschen was vom Privatleben auch mal abgeben muss. Das heißt, es ist halt einfach eine zeitliche Einschränkung, dass es halt Projekte gibt, wo man halt mehr Zeit investieren muss und dementsprechend dann auch im Privatleben ein bisschen Abstriche machen muss. Also Rosenbauer ist halt der weltweite Marktführer im Bereich Feuerwehrtechnik. Also Rosenbauer baut Feuerwehrfahrzeuge aller Art. Sie produziert Ausrüstung, die halt überall auf der Welt vermarktet wird. Und da gibt es halt einen Bereich der Hubrettung, Kompetenzzentrum Hubrettung. Das ist halt Metz Aerials in Karlsruhe. Und dort bin ich dann beschäftigt in der Position als technischer Projektleiter. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Pumpentechnik dazukommt oder besondere Technik im Hubrettungsbereich oder ein Lift auf den Leitersatz muss oder ein neuer Unterbau konstruiert werden muss, also komplett ein neues Fahrzeug erstellt werden muss, dann ist das das Thema, was ich bearbeiten muss. Es ist sehr viel Koordinationsarbeit. Das heißt also, ich zeichne nicht mehr selber oder ich konstruiere nicht selber, sondern ich kümmere mich eigentlich darum, dass die Terminschiene stimmt, dass wir halt nicht einzelne Punkte vergessen. Also es sieht so aus, wenn ein Auftrag ins Haus gekommen ist, dann wird ein sogenannter VWA, also ein Werksauftrag geschrieben von einem Projektleiter, der sich um die Produktionszeiten kümmert. Und da komme ich dann mit ins Spiel, weil ich halt mit der Erstellung von einem Werksauftrag dann halt prüfe, inwieweit das mit der Technik funktioniert, inwieweit wir was neu machen müssen. Und da sind eigentlich schon die ersten Sitzungen, wo wir zusammen sitzen, um halt diese Dinge einzusteuern. Wenn ich dann weiß, was für ein technischer Umfang auf uns zukommt als Konstruktion, dann gehe ich halt mit diesem Wissen halt in die Konstruktion rein und bespreche mich da mit den entsprechenden Leuten, die das dann abarbeiten. Das heißt, wir machen dann eine Teamsitzung und sprechen dann über die Neuigkeiten, die wir zu erstellen haben und die wir konstruieren müssen, unterhalten uns über die Schnittstellen, wo es Probleme geben könnte, was wir halt in Bezug auf die Neukonstruktion beachten müssen. Und das steuern wir dann halt so ein, dass wir halt pünktlich zum Produktionsbeginn mit allem fertig sind, uns das Material da haben und die einzelnen Komponenten fertig gebaut sind. Also ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, das ist ein Bundesland in Deutschland. Ich habe ein Abitur gemacht in der technischen Richtung, also mit Mathe und Physik Leistungskurs. Dann habe ich nach dem Abitur Maschinenbau studiert an der Uni und habe im Rahmen dieses Studiums dann halt zum Ende mit meiner Diplomarbeit, die habe ich dann bereits schon bei Metz geschrieben. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit in dem Moment bei Metz einzusteigen, habe meine Diplomarbeit da erfolgreich abgeschlossen und habe dann dort das Angebot bekommen, dort weiter tätig zu sein. Und dann habe ich in der Angebotstechnik bei Metz begonnen, habe dann halt
vor dem Auftrag die ganze Bearbeitung gemacht, das heißt Kundenwunsch auch prüfen, was ist mit dem Fahrgestell, wie muss das Fahrgestell gestaltet sein, was muss ich beim Hubrettungsaufbau dazu beachten. Das war alles im Angebotstechnikbereich, das habe ich die ersten 2 Jahre, glaube ich, gemacht. Und dann bin ich in die Konstruktion gewechselt, durch verschiedene Stationen, wo ich dann auch das Thema Standsicherheit übernommen habe. Bin über die Antriebstechnik und Versuchsabteilung, eine kleine Abteilung, letztendlich dann jetzt in die Stelle der Projektleitung für die Technik gekommen. Also ich denke mal, mein Werdegang ist ein Beispiel von vielen, also es führen mehrere Wege nach Rom. Was ich halt durch mein Studium hatte, ist halt der technische Background, dass ich halt quasi mitdiskutieren kann oder dass ich das bewerten kann, was ich da mache. Diesen technischen Background kann man sich natürlich auch anders aneignen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine technische Ausbildung hat und noch seinen Techniker oben drauf gesetzt hat, dann hat er auch den entsprechenden technischen Background, kann Erfahrung sammeln im Unternehmen, weil das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man halt viel Erfahrung hat mit dem, was man schon mal gebaut hat und wo man eigentlich in Zukunft hin möchte, was man bauen möchte. Man sollte teamfähig sein, auf jeden Fall. Man sollte kommunizieren können und man sollte auch irgendwo in einem bestimmten Bereich ein bisschen Durchsetzungsvermögen haben, damit man halt die Linie, die man in der Hubrettung jetzt in meinem Fall dann durchspielen will, dass man die auch einhalten kann.